Ich hatte mal recherchiert, was das Einzige, was sozusagen Maschinen stoppt, sind elektromagnetische Impulse. Also wenn jetzt zum Beispiel, als Beispiel eine Armee von künstlichen Soldaten, Androiden gegen Menschen auf eine Stadt vorziehen und da würde über denen eine kleine Atombombe gezündet werden, dann würden die alle stoppen. Da würden die also, die Chips würden halt dann eben Ja, sozusagen durch aber den das läuft dann nicht wieder über unsichtbare Sachen, über Schwingungen. Nein, das ist die einzige Waffe, die wir kennen, womit man Maschinen stoppen kann. Ja, über Schwingungen zum Beispiel. Das ist Schwingungen, das, was in der ganzen Schöpfung vorhanden ist und wirken tut. Meinst du jetzt andere Schwingungen oder einen elektromagnetischen Impuls? Ja, Schwingungen überhaupt. Es ist jede Schwingung, die es gibt. Jede Schwingung ist elektromagnetisch. Nur immer ist es eine andere Form. Genau wie wenn du Wasser hast oder Alkohol, der genau gleiche Alkohol, nur ist er mehr brennt oder mehr brennt oder mehr brennt oder weniger brennt oder weniger brennt. Ist aber das genau gleiche. Nur Stärke ist anders. Die Schwingung ist also anders. Sie ist anders, wie soll ich sagen, sie ist andere Frequenz. Eine andere Frequenz, ja. Richtig. Wie im Radio, ne? Ja. Den Unterschied. Ja. Also könnte man die Maschinen, wenn man sozusagen, sagen wir, die Computerchips haben eine bestimmte Schwingung. Ja. Und wenn du diese Gegenschwingung erzeugst, könntest du sozusagen all die Maschinen stoppen, weil die Chips in den Maschinen dann nicht mehr funktionieren. Das hat die Fremden schon x-mal praktiziert. In Amerika. Ja, und in Russland, zum Beispiel mit der Atombombe. Ja. Mit der Atombombe, wo plötzlich die Raketen stillgelegt wurden. Ja. Und dann auf einmal haben sie wieder funktioniert. Ja. Da haben sie ihre gesamten Systeme lahmgelegt. Das beruht nur auf Schwingungen und Schwingungen sind immer, kannst du schauen, es gibt keine anderen Schwingungen als elektromagnetische, selbst was du denken tust und du ausstrahlen tust als Gedankenkraft, ist nichts anderes als eine elektromagnetische Schwingung. Ja. Das ist bis heute noch nicht begriffen von der Wissenschaft. Es ist aber tatsächlich auch so. Ja, die Menschheit wird darüber ja kontrolliert, was sie denken. Ja. Dass sie da eben möglichst nicht kritische Gedanken. Ja, das eine tut das andere auf diese Art und Weise beeinflussen. Ja. Und je mehr negative Schwingungen, elektromagnetische Schwingungen aus dem Bewusstsein erzeugt werden, umso schlimmer, umso verreckter wird's. Und das greift von einem zum anderen. Das siehst du bei diesen Mörderorganisationen im Militär. Einige, die gar nicht daran denken, ich bringe mal einen Menschen um, gehen ins Militär oder werden vom Militär eingezogen, Waffen in die Hand und knallt der Nächste ab und schon ist es passiert. Mhm. Schon wird nicht mehr gehört. Ja. Ja, es ist halt Verantwortung wird abgegeben. Ja, der Mensch tut in sich selber eine Reaktion auslösen. Oder? Und die Reaktion, die läuft immer weiter und weiter und weiter, ohne dass er sie stoppen tut. Kommt ihm gar nicht in sie, das zu stoppen. Hat er einen umgebracht, der nächste Sauchheim muss ich auch abknallen. Der nächste muss sowieso ein Sauhund, den muss ich auch abknallen und so weiter und so fort. Oder aus lauter Angst. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, dass der Mensch einen anderen Menschen umbringt oder massenweise umbringt. Ja.
Muss man mal da die Massenkiller anschauen und dann versuchen mal zu verstehen, was geht in denen vor. Es ist so schwer nachzuvollziehen, dass du praktisch nie auf den springenden Punkt kommst. Warum er das macht? Es gibt wohl eine Erklärung, diese und jene Erklärung, aber das ist nicht der Urgrund. Irgendwas, das dann ausgelöst wird, das ist und bleibt das Rätsel. Bei jedem einzelnen Mörder. Genau wie beim Dieb, genau beim Panzerknacker. Also, was es eben ist. Ja, dieses Nichtdenken und das nicht gewahrsam sein spielt da halt eben. Wenn sie wüssten, was sie da wirklich täten, würden sie es nicht tun. Ja, genau. Ja. Sie wissen es wirklich nicht, weil sie wissen es nicht, oder? Weil sie nicht können eruieren, was ist eigentlich der Grund dafür. Oder? Und das kann dir das beste Gericht nicht herausfinden. Ja, oft ist da ja diese innerer Hass oder... Ja, es wird einfach etwas angenommen. Es ist, ja, woher kommt der Hass? Warum ist der Hass entstanden? Wie ist der Hass entstanden? Durch was ist der Hass entstanden? Das ist nicht eruierbar. Das ist erst dann eruierbar, wenn du in den Menschen hineinkommst, ihm kannst nachleben, nachfühlen, nachdenken und so weiter und so fort. Kannst emotionalisieren, was in dem Menschen vorgeht und so weiter und so fort. Und dann hast du vielleicht Möglichkeit zum Ergründen, was ist tatsächlich der Punkt, wo es angefangen hat. Ja, häufig sicherlich Indoktrinierung, also zum Beispiel rassistischer Art, oder sieh dir das jetzt... Das kannst du eben nicht ergründen. Ja. Für das braucht es da oben viel mehr, als wir da uns können überhaupt vorstellen. Ja, mich interessiert das vor allen Dingen, wie das mit den Gefühlen, das ist ja wie so ein, kommt mir vor, so ein, wo du eben auch vom Positiv und Negativ, und wo ich das jetzt mit Kathode, ist ja ein Spannungsgefälle. Ja. Und dass eben Gefühle kommen mir dann, die aus Gedanken entstehen. Ja, die entstehen nur durch Gedanken, aber hinter jedem Gedanken, und das ist auch in der ganzen Psychologie, wo die Erde Menschen pflegen, bis heute noch nie die Sprache gekommen, dass die Emotionen maßgebend sind für das, was der Mensch denkt. Kein Mensch weiss, dass die Emotionen eigentlich der Ursprung vom Denken sind. Vom Denken ist. Ja. Da macht sich kein Mensch Gedanken drum. Vor allem nicht die sogenannten Psychologen, die alles besser wissen wollen. Die haben keine Ahnung davon, dass hinter jedem Gedanken die Emotion steht. So dieser und jener Weg. Die Emotionen, dachte ich, gehören in den Bereich der Gefühle, aber... Nein, in Gedanken. Wow. Durch die Emotionen, wo der Mensch nicht einmal feststellen kann, weil er nicht daran denken tut. Er kann die gar nicht erfassen, weil er sich nicht kann ausrichten darauf und nichts weiss davon, dass die Emotionen maßgebend sind für die Gedanken, die du hast, wo der Mensch hat, wo er anfängt zu denken damit. Oder? Das ist immer eine Emotion vor dem Gedanken. Erzähl das einmal einem Psychiater, der sagt, du spinnst.
Es ist aber tatsächlich so. Ja, das habe ich jetzt allerdings auch noch nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich das bei dir bisher gelesen hätte. Das habe ich auch noch nie geschrieben. Okay, Das sage gut. ich ja nur dir. Ja. Im Englischen, das fand ich immer gut, heißt es eben Emotion, also Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Das fand ich immer Was ist Emotion etwas anderes? Ja, das beschreibt das eigentlich sehr gut. Kommt Energie in Bewegung, Ja, genau. die sozusagen der Brennstoff für den Gedanken Genau. sind. Anders geht's nicht. Aber auf das ist die ganze irdische Wissenschaft bis heute noch nicht gekommen. Selbst die Grossen, wo an den Himmel geklopft werden und so weiter und so fort, die sind noch nie drauf gekommen, dass jedem Gedanken eine Emotion vorliegt. Und eine Emotion ist Energie. Und ohne die Energie läuft kein Gedanke. Ja. Ja, allein wo ein Gedanke herkommt, ist auch unergründlich im Grunde. Wo kommt das her? Also, Ja, eben. ne? Warum denke ich jetzt? Von der Emotion. Die Emotion gibt dir wie soll man sagen, der Vorlauf für den Gedanken, den du hast. Das kann ich aber auch bewusst beeinflussen, oder nicht? Die Emotionen. Ja, das kannst du natürlich. Ja. Das kannst du sehr gut beeinflussen. Also kommt da erst die Emotion, dann der Gedanke Und dann kommt Gefühl. dann kommt das Gefühl. Und dann die Tat. Und, also, oder auch nicht. Die Handlung, oder? Ja. Ja. Also läuft da eine Menge Ja. vorher ab. Ja, weißt du, musst denken, der Gedanke gibt wieder Emotionen. Ja. Oder? Ja, Das ist nicht nur die Handlung allein, sondern die Handlung selber ist schon wieder eine Verwirklichung von der Emotion, wo aus der Emotion über Gedanken das Gefühl erzeugen und die Emotion wiederum, wo die Handlung beinhaltet. Ja. Es ist ein Kreislauf. Ja. Wie alles ein Kreislauf ist im gesamten Universum. Also die Tat löst dann auch wieder eine Emotion aus. Richtig. Ja, da muss ich jetzt erst mal drüber nachdenken. Ja, es ist ja so. Ja. Das kann ich nicht ändern. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive halt. Ja. Ich hatte halt die Emotion. Aber das kannst du den Psychiatern nicht sagen, den Psychologen und weiss ich was, die wissen alles besser. Das sind Besserwisser von A bis Z. Ja. Ja. Ja, die gesamte Wissenschaft ist sehr arrogant. Ja. Also es geht nicht nur arrogant, sondern fragwürdig. Ja, fragwürdig wie nichts anderes. Ja, das macht es ja auch noch schwieriger, dass es Fortschritt gibt. Ja. Weil dann eben immer auf die Bekannten gehört wird. Ob die jetzt das stimmt oder nicht, wird gar nicht hinterfragt. Ja, leider ist das weg. Ja. Und dass es da um Status geht und also diese gesamte String Theory, das hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist ja alles Blödsinn. Ne? Ja. Also es gibt da keine Strings, Fäden, die da. Nein, es gibt keine Fädenmathematik. Ja, es gibt keine Richtlinie, wo wirklich verhebt, wo wirklich eine Richtlinie ist und nicht ein Serweg machen tut. Ja, mir scheint es, wenn man versucht, sozusagen einen Aspekt der Schöpfung
zu quantitisieren oder auf etwas festzunageln, Ja, das festzulegen, kommt das, dieses und jenes, links und rechts, oben und unten, vorne und hinten. dann kommt Das ist ja so. Heisenbergs Unschärferelation halt Ja. in die Quere und Ja. du kannst nie sagen, das Teilchen bewegt sich jetzt gerade dort im Raum, dann wenn du das misst, ist es schon wieder am anderen Ort. Es ist also alles im Fluss. Es ist nie, und so kann man auch auf nichts irgendwie zeigen, so ist es, weil es ist immer in Bewegung und Bewegung ist wieder Veränderung. Das siehst du beim elektrischen Strom zum Beispiel. Ein Gerät, plötzlich steigt das aus. Ja, und du weißt nicht warum. Du weißt nicht warum. Was? Ja. Und warum hält das eine eben eine Stunde und das andere hält ein Jahr? Ja. Das kannst du gleich gebaut. Genau gleich bauen, genau gleich gehandhabt, genau gleich alles zusammen. Ja. Und plötzlich steigt es einfach aus. Ja. Da kannst du nichts machen dagegen. Ja, auch Automotoren. Das eine hast du nur Ärger und der andere hebet und hebet und hebet und sind beide gut behandelt worden und gewartet. Ja, mit allem und jedem. Ja. Genau wie beim Mensch. Genau gleich. Er ist 50 Jahre lang ein gäbiger Mensch und plötzlich dreht er durch. Ja. Aus irgendwelchem undefinierbaren Grund. Da heisst es ja, wegen dem, wegen diesem, wegen jenem. Wenn du gehst schauen, ist etwas vollkommen anderes. Was dann wirklich der Ursprung ist, das findet es dann nicht raus. Da wird einfach etwas angenommen, wegen dem, diesem und jenem. Aber was wirklich vorgegangen ist und das ausgelöst hat, das ist die grosse Frage. Verstehen heisst noch lange nicht begreifen. Ja. Ja. Da muss man sich auch klar sein. Ja. Wenn ein Mensch zu dir sagt, ja, das begreife ich, das heisst noch lange nicht. Zu dir sagt, das verstehe ich, aber ob es dann wirklich begreifen tut, das ist eine andere Frage. Inwiefern unterscheidet sich das? Also das Verstehen ist das, was du einem anderen sagst oder klar machen tust oder ihm zeigen tust, dass er das sieht, wo er, wie soll ich sagen, wo er kann realisieren, wirklich kann realisieren. Aber was dann das Begreifen anbelangt, das ist ein ganz anderer Fall, weil das Begreifen nämlich auf dem fundiert, was wirklich dahinter steckt, dass das tatsächlich so ist. Könnte man sagen, das eine ist das intellektuelle Verstehen? Richtig. Und das andere ist das Intellektuelle, das ist einfach das, was ich verstehe es. Verstehen. Ja. Aber begreifen ist, dass man das wie begreifen kommt erst nachher, wo du dann kannst nachvollziehen, das, dieses und jenes, ist hinter dem Verstehen, dass es wirklich so ist. Ja. Verstehen und begreifen ist zweierlei. Kann das auch intellektuell ablaufen oder bedarf das einer Erfahrung? Für das brauchst du dieses Intellektum. Ja. Und dieses Intellektum beinhaltet nicht nur das Intellekt, sondern auch das, wo du sagst, eben Verständnis, begreifen, können nachvollziehen, sich vorstellen und so weiter und so fort. Und sehen schlussendlich, wie ist es tatsächlich. Ein konkretes Sehen der Realität. Ja. Und das andere ist eben, dass man eine Beschreibung eher sieht. Richtig. Es ist noch nicht die Realität, es ist nur
die Beschreibung dessen. Ja, du siehst ja, wenn du Beschreib lesen tust von deren und jenen Maschinen oder weiss ich was das ist, bis du noch rauskommst, was geht da eigentlich vor, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Ja. Erst beim Zusammensetzen begreifst du es dann. Genau. Ja.